Einen herzlichen Gruß aus meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und zeige dir heute einen weiteren Beitrag aus der Reihe Kartenfalltechniken von A bis Z. Heute gibt es den Buchstaben B, B wie Boxcard. Meine erste Boxcard habe ich vor gut 4 Jahren gebastelt. Und so geht sie auf. Drin ist ein Gruß. Man könnte auch was dazu packen. Der Platz für einen Gutschein, für kleine Sterne, die hatte ich hier dazu gepackt. Auf der Rückseite kann man einen Gruß schreiben, persönlichen Text. Und den Verschluss habe ich mit diesem Stern hier vorne getarnt. Das war meine Boxcard, die allererste. Hier entscheidend ist auch diese Faltung, damit die Karte ordentlich schließt. Im letzten Jahr war mein Favorit bei Geburtstagskarten für Männer diese Boxcard. Die muss ich jetzt hier auch noch fertig basteln für einen Auftrag. Und zwar soll die eigentlich so ausschauen wie ein Werkzeugschrank, den man dann aufmacht. Drin ist die Gratulation. Auch hier könnten Geldscheine dazu gepackt werden oder auf die Rückseite klebe ich noch ein Cardstock in Vanille pur, wo die Grüße draufstehen könnten. Ich habe auch schon ein Fach hinten dran gebaut, wo man oben den Geldschein reinschieben könnte. Hier fehlt noch, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, die Dekoration. Wahrscheinlich wird hier unten das alles Gute sein. Hier oben werde ich mit verschiedenen Metallschrauben angedeutet das Werkzeug aufhängen und wahrscheinlich gibt es diese Riegel, einen von beiden, mit Magneten gesichert als Verschluss für diese Karte. Männergeburtstag ist ja immer so speziell. Ich habe dafür eine Kiste, wo ich mir lauter Teile für Männerkarten schon mal vorbereitet habe und dann eigentlich nur noch zusammensetzen muss. Hier zum Beispiel gibt es eine dreiteilige Faltkarte, außen wie eine Schürze vielleicht. Hier würde ein Geldschein reinpassen. Diese Elemente packe ich drauf, wo man auch einen Gruß reinschieben kann. Gut, ich habe hier schon mal verschiedene Kartenformen einfach vorbereitet. Hier sind Metallplatten, also Metallfolie gestanzt, geprägt. Karten für Aufschriften. Das ist hier schon mal vorbereitet. Jetzt möchte ich eine Boxcard gestalten mit ähnlicher Form in Anlehnung an die Karte vom letzten Jahr. Und dafür habe ich schon mal vorbereitet ein Stück Cardstock. Ich verwende heute hauptsächlich Maße in Inch. Ich könnte das aber auch genauso gut in Zentimeter umrechnen, aber sage heute nur Maße in Inch an. Und zwar ist der Cardstock 10 x 12 Inch. Gefalzt, Falzlinien gezogen habe ich mit meinem Papierschneider, mit dem man ja auch falzen kann. An dieser längeren Seite bei 2 Inch, jetzt mache ich schon in Zentimetern, bei 2 Inch, bei 4 Inch, bei 8 und bei 10 Inch. Das sind die Linien in diese Richtung. Auf der kürzeren Seite habe ich angelegt und bei 2 Inch und bei 8 Inch gefalzt. Bevor ich jetzt einschneide und wegschneide, ziehe ich erstmal alle Falzlinien nach. Und das ist auch wichtig, dass die gut mit dem Falzbein nachgezogen werden, damit der Mechanismus dann funktioniert. Ihr seht schon, ich falte mal nach innen, mal nach außen, damit ich diese spezielle Kartenform hinbekomme. Und jetzt diese beiden Linien, die außen bei 2 Inch sind, nochmal gefaltet. Alles gefalzt, wegzuschneiden ist überall dieses äußere Quadrat und außerdem eine Falzlinie hier quer an allen Seiten. Nicht hier, dann funktioniert es nicht mit der Klappe, seht ihr dann, sondern hier quer. Ich zeige es einmal, schneide jetzt praktisch am besten gleich hier komplett ein.
es aussehen an allen 4 Seiten. Hier könnte ich noch einen kleinen Keil schneiden. Das seht ihr dann auch, dass sich das besser nachher falten lässt. So, jetzt schauen wir uns das schon mal in der Theorie an. Ich sehe hier gerade, dass das nicht ganz so ist, wie ich das wollte. Aber das kriegt ihr dann natürlich besser hin. Wir überlegen uns schon mal in der Theorie, wie das Ganze technisch funktionieren kann. Okay, wir können es uns schon vorstellen. Das bedeutet, wir brauchen hier unten Folgendes. Wir messen das mittlere Feld. Wir arbeiten ja mit Inch. Und vermitteln es. Das ist nämlich das Problem. Das mittlere Feld ist nicht ganz 4 Inch. Also, wir nehmen die Hälfte. Im mittleren Feld setzen uns eine Markierung und brauchen leichte Falzlinien, die wir eventuell noch korrigieren müssen. Deswegen habe ich mit dem Stift hier von dem Punkt zu dieser Ecke hier eine Linie gezogen, erstmal dünn und hier drüben genauso. Und das Ganze habe ich auf der anderen Seite auch gemacht. In der Mitte einen Punkt gesetzt und schräge Falzlinien gezogen. Und jetzt schauen wir, dass wir das so falzen, wie es auch in echt liegt. Also ich klebe noch nicht, ich messe nur, ich nehme den Punkt hier und schiebe jetzt vorsichtig diese Linie nach innen. Schaue, dass das einigermaßen gerade liegt. Könnte das nochmal abmachen und hier nachlegen. Es muss nicht ganz nah aufeinander liegen, passen muss. Das ist der Sinn dahinter. So, diese Seite. Das ist schon mal eine Trockenübung, genau. Und die andere Seite halte ich genauso. Ich lege das so an, ich markiere mit dem Mittelpunkt. Ich halte hier fest und falze jetzt vorsichtig nach innen und ziehe dann die Falzlinien so nach, dass sie exakt liegen. So, das war schon die grobe Arbeit am Mechanismus. So sieht die Karte geschlossen aus. Jedenfalls kann ich jetzt noch ein bisschen ausrichten. Hier oben sehe ich, muss ich mal nachschneiden. Ich nochmal komplett. So. Und jetzt wird geklebt. An der Stelle arbeite auch ich mit Flüssigkleber, damit ich es nochmal nachrichten kann. Jetzt drücke ich fest an. Die Seite passt. Andere Seite. Meine fertige Karte hat die Maße 4 x 6 Inch. Die Box passt dann auch ordentlich was rein. Und ich habe genug Platz zum Gestalten. So, das Grundgerüst meiner Karte ist fertig. Außen habe ich mir gedacht, ähnlich wie letztes Jahr bei einer Männerkarte, Werkzeug,
rustikal, passt ja immer, habe ich mir 2 Cardstock-Stücke in den Maßen 1 3/4 mal 5 3/4 Inch zugeschnitten. Die sind die Grundlage. Darauf will ich den geprägten Metallkarton kleben. Der hat die Maße 1 5/8 mal 5 5/8 Inch und die klebe ich drauf. Den Verschluss, dass mein Schrank, meine Box zuhält, werde ich wieder nachträglich mit Magneten aufbringen. Das ist nicht ganz entscheidend, aber so ein bisschen richtig klebt das hier nicht. Moment. Ich klebe halt. So, aber jetzt zweiten Andruck. Flüssigkleber hat immer den Vorteil, und gerade hier dieser Tombow, dass ich ihn nochmal verrücken kann. Und das bietet sich bei dieser Karte besonders an. Ich habe sonst immer eher mit Klebestreifen und Klebeabrollern klebe. Hier macht es einfach Sinn. So, fertig ist die Vorderfront, die ich dann natürlich noch ähnlich wie bei meiner Karte, die ich eben gezeigt habe, weitergestalten möchte. Hier gibt es wahrscheinlich den Gruß drauf. Alles Gute. Hier oben ein Riegel. Sicher kommt auch das eine oder andere Werkzeug zum Einsatz. Vielleicht finde ich noch ein paar Schrauben, die ich aufklebe. Das mache ich später, aber die Innengestaltung möchte ich euch noch zeigen. Dann mache ich die Box auf, hier innen drin. Es wird eine Karte zum 70. Geburtstag. Habe ich schon mal ein Designerpapier, was ich passend fand, zugeschnitten in den Maßen 3 3/4 mal 5 3/4 Inch, einen etwas kleineren Cardstock in Vanille pur, den ich hier draufsetzen werde. In die Mitte kommt der Kreis, dieser Kreis und die gestanzte 70. Oben und unten gibt es den Rest von meinem geprägten Folien-Cardstock als Begrenzung. Und stempeln werde ich mit dem Stempelset so viele Jahre. Da hatte ich mir den Stempel Alles Gute zum Geburtstag. Ich stempel in dem passenden Meeresgrün. Gerade. Versuch. Hat gepasst. Den anderen Stempel Alles Gute zum. Setze ich nach oben. Passt. Ja, das werde ich noch kleben. In die Boxcard reinpacken. Auch reinkleben natürlich. Das wird dann hier eben reingesetzt. Das schon mal rein und richte es etwas aus. Das denke ich, könnt ihr euch gut vorstellen. Die Karte geschlossen, außen wird noch verziert. Und zu der Karte dazu bekommt das Geburtstagskind
Deswegen habe ich in diesen Farben gearbeitet. Diese Kerze, die ebenfalls gewünscht war, und die ist schon fertig. Und ihr seht, beides passt ziemlich gut zusammen, wenn hier außen die Dekoration noch steht. Der Verschluss, glaube ich, ist es ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk für einen Männergeburtstag. Das war die Anleitung für die Boxcard. Ich hoffe, sie lässt sich für euch gut nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, kommentiert hier unter dem Video oder schreibt mir etwas auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Die Boxcard vom letzten Jahr ist dort auch zu sehen, ebenfalls mit Anleitung. Das war's für heute. Ich wünsche euch gute Zeiten. Eure Angela von der Stempelfamilie. Gern bis demnächst hier oder auf meinem Blog.